Herzlich willkommen zu unserem neuesten AWT-Tutorial. Heute geht es um eine Thematik, die zwar schon länger in die Software implementiert wurde, aber immer wieder für Fragen in unserer AWT-Hotline sorgt. Hierbei handelt es sich um den Werkzeugabgleich. Dieses Verhalten der Steuerung passiert immer dann, wenn ich ein altes Programm nehme und in die Steuerung einlese. Diesen Abgleich gibt es zwar schon seit dem Sprung von der Ultimax auf die WinMax-Software, wie Sie aber diesen Abgleich optimal für sich einstellen können und somit optimal nutzen, zeige ich Ihnen am besten, wie immer, direkt an der Konsole. Zunächst ein paar grundlegende Informationen hinsichtlich des Werkzeugabgleiches. Dieser passiert immer dann, wenn Sie ein bereits bestehendes Programm wieder in die Steuerung einlesen. Die Software überprüft dann anhand verschiedener Faktoren, ob die vorher benutzten Werkzeuge noch in unserer aktuellen Datenbank vorhanden sind und ob sich diese verändert haben. Dieses ganze Verhalten basiert auf der mit dem Umstieg von Ultimax auf WinMax neu entwickelten Werkzeug- und Materialdatenbank und ist mittlerweile auf allen Neumaschinen der VMX-Reihe eine Standardoption. Um den Abgleich für Sie optimal nutzbar zu machen, gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten in der Software. Die Haupteinstellungen finden Sie über die Taste Zusatz in den Hilfsprogrammen. Anschließend gehen Sie bitte über den Softkey F2 in die Anwendereinstellung, F5 Part and Tool Settings und anschließend in die Registerkarte Zuweisen. In dieser können Sie zunächst den Werkzeugabgleich komplett deaktivieren. Wenn Sie dies tun, müssen Sie jedes Werkzeug, das mit einem bestehenden Programm eingelesen wird, manuell zuweisen. Als weitere Einstellung haben wir den Parameter Werkzeuge ohne Zuweisung automatisch als Handwerkzeug laden. Da viele von Ihnen mit bestehenden Werkzeugnummernssystemen arbeiten, empfehlen wir Ihnen hier die Einstellung Nein vorzunehmen. Wenn dieser Parameter auf Ja eingestellt ist und Sie bestehende Werkzeuge, die sich in einem Faktor leicht verändert haben, einlesen, wird dem Werkzeug automatisch eine neue Nummer definiert, die eventuell nicht in Ihr Nummernsystem passt. Der letzte Parameter ist die maximale Durchmesserdifferenz für den Werkzeugabgleich. Werkzeuge, die eine größere Abweichung aufweisen als der in diesem Feld eingestellte Wert, werden nun der Maschine nicht automatisch zugewiesen. Sie sollten diesen Wert allerdings nicht zu groß definieren, da sonst bei sehr kleinen Bohrwerkzeugen Verwechslungen auftreten können. Kommen wir nun zu der Definition der wichtigen Faktoren eines Werkzeuges. Hierfür wechseln wir über die Taste Eingang und den Softkey F2 Werkzeugübersicht und den Softkey F2 Werkzeug einrichten in unsere Werkzeugdefinition. Generell sollten sich, um den optimalen Support durch die Software zu erhalten, 3 Werte eines Werkzeuges niemals ändern. Der erste Faktor ist hier die Werkzeugnummer. In unserer 9999 Plätze umfassenden Werkzeugliste sollte jedes Werkzeug, unabhängig davon, ob in der Maschine oder auf dem Werkzeugschrank, eine feste Nummer besitzen und auf dieser immer eingespeichert sein. In unserem Beispiel nutzen wir die Werkzeugnummer 2160. Der zweite wichtige Faktor ist der Werkzeugtyp. Auch dieser sollte sich niemals ändern. Wir stellen in unserem Beispiel den Werkzeugtyp nun auf Schaftfräser. Ergänzt wird der Abgleich durch den dritten und wichtigsten Faktor, den Werkzeugdurchmesser. Dieser sollte immer auf den Nenndurchmesser des Werkzeuges eingestellt sein und sich genau wie die beiden vorherigen Einstellungen niemals ändern. In unserem Beispiel nehmen wir einen Werkzeugdurchmesser von 16 mm. Nutzt sich dieses Werkzeug nun ab
oder wird ein nachgeschliffener Fräser eingesetzt, haben wir die Möglichkeit, den Durchmesser mittels Parameter Durchmesserabnutzung nachzueditieren und auf unser wirkliches Fräsergebnis zu gelangen. Ein positiver Wert vermindert in dem Feld Durchmesserabnutzung immer den Durchmesser. Um Ihnen nun zu zeigen, wie der Werkzeugabgleich arbeitet, werden wir mein bereits beispielhaft erstelltes Programm über die Taste Eingang und den SoftKey F8 Programmmanager abspeichern. Dieses machen wir über den SoftKey F4 Speichern unter. Wir wählen das Wunschverzeichnis aus, in meinem Fall den Desktop, und benennen das Programm mit dem Namen Test 01. Anschließend können wir das Programm über den SoftKey F5 aus unserem Arbeitsprogramm schließen. Wenn wir nun das Programm ohne Änderungen an der Werkzeugliste wieder einlesen, macht die Steuerung den Werkzeugabgleich. Sie überprüft nun zuerst, ob eine Änderung an der Werkzeugnummer passiert ist. Anschließend überprüft sie den Werkzeugtyp und abschließend den Nenndurchmesser des Werkzeuges. Da in unserem Fall keine Änderungen vorgenommen wurden, sehen wir in unserer Werkzeugübersicht, die wir über die Taste Eingang und den SoftKey F2 erreichen, dass das Werkzeug weiterhin vorhanden ist. Nun werden wir das Programm erneut schließen, wieder über die Taste Eingang und den SoftKey F8 Programmmanager, SoftKey F5 schließen und werden eine Änderung an unserem Werkzeug vornehmen. Das machen wir über die Taste Eingang, dem SoftKey F2 Werkzeugübersicht und dem SoftKey F2 Werkzeug einrichten. In unserem Beispiel ändere ich nun einmal den Werkzeugtyp auf zum Beispiel Planfräser und unseren Werkzeugdurchmesser auf den Durchmesser 25. Lesen wir nun das Programm erneut über die Taste Eingang und den SoftKey F8 Programmmanager ein, SoftKey F2 öffnen, sehen wir bereits, dass die Steuerung uns ein Ausrufezeichen darstellt. Und wenn wir erneut in die Werkzeugübersicht über die Taste Eingang wechseln, sehen wir, dass die Steuerung dieses Werkzeug nicht automatisch abgeglichen hat. Nun kann ich dieses Werkzeug manuell per Hand abgleichen, indem ich das Werkzeug auswähle, den SoftKey F6 betätige und ich in dieser Ansicht nun alle Alternativwerkzeuge zur Verfügung habe. Habe ich keine Alternativwerkzeuge, wie in diesem Fall, kann ich das Werkzeug auch als Handwerkzeug hinzufügen. Das war unser AWT-Tutorial zum Thema Werkzeugabgleich. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hiermit die Arbeit an der Maschine wieder etwas erleichtern. Wenn Sie noch Fragen zum Werkzeugabgleich oder irgendeiner anderen Thematik haben, können Sie die gerne jederzeit über www.hurco.de unter dem Punkt Support direkt an die Anwendungstechnik stellen. Oder Sie schreiben einfach eine E-Mail an awt@hurco.de. Ich hoffe, Sie beim nächsten Mal auch wieder bei unserem AWT-Tutorial begrüßen zu dürfen und verbleibe bis dahin mit freundlichen Grüßen aus der AWT.